Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Der Muttertag steht vor der Tür und da braucht man natürlich einen tollen Kuchen oder eine tolle Torte. Und wir machen heute eine Schalotte. Eine Schalotte, das ist eine Kuppeltorte. Da braucht man zuerst einmal eine Biskuitroulade und das Ganze füllen wir dann mit einer Topfenmus. Ein paar Beeren dazu, Himbeeren und Heidelbeeren. Man kann natürlich auch Erdbeeren nehmen, ganz nach Belieben. Was ihr für diese Torte, für diese Kuppeltorte alles braucht, das seht ihr zuerst einmal auf der Zutatenliste. Also wir brauchen zuerst einmal eine Biskuitroulade. Biskuitroulade haben wir schon mal gemacht. Dieses einfache Biskuitrouladenrezept, das werde uns der Günther da oben noch einmal verlinken. Aber wir machen es trotzdem noch einmal heute. Zuerst ist einmal ganz wichtig, dass wir uns im Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze 200 Grad. Die Zutaten habe ich mir natürlich auch schon vorbereitet und die Eier getrennt. Und das Eiweiß werden wir uns zuerst einmal richtig schön festschlagen. Mit einer Prise Salz und der halben Menge vom Zucker. Unser Eiweiß ist richtig schön fest, steif geschlagen. Das müssen wir jetzt in eine andere Schüssel umleeren bzw. herausgeben. Und in dieser Schüssel werden wir dann gleich die Butter und Zucker wiederum fest schaumig rühren. Das braucht man sich gar nicht sauber machen, weil umgekehrt wäre es ein Problem, weil dann würde der Eischnee nicht mehr steif werden, wenn da Fett hineinkommt. Also Butter, Zucker, geben wir gleich ein bisschen Vanillepaste dazu und Zitronenabrieb, damit diese Biskuitroulade auch einen schönen Geschmack hat. Das ist eigentlich auch wie Würzen, kann man sagen, gell? Aromatisieren. Und das Ganze mindestens 5 bis 8 Minuten richtig schön weiß aufschlagen. So wunderschön hell aufgeschlagen sind jetzt diese Butter und Zucker. Und jetzt müssen wir unsere beiden Massen, die Eiweißmasse und die Buttermasse, mischen. Einfach auf 2-3 Mal den Eischnee unterheben. Geht am besten mit dem Gummimambo oder mit einem Kochlöffel. Wenn man das so macht, auf diese Art, dann hat man eben eine schöne, schaumige Masse. Dann werden wir unser Mehl, Vanillepuddingpulver und Backpulver habe ich da in einer Schüssel und das werden wir durch ein Sieb auf die Masse leeren. Und das ist immer besser, wenn man solche Sachen in die Massen hinein siebt. Dann hat man halt keine Klümpchen und der Teig kann wunderbar aufgehen. Das Ganze werden wir wieder entweder mit dem Kochlöffel oder mit dem Gummimambo einrühren. Das ist eine große Masse. 8 Eier sind ja doch eine schöne große Masse. Wir werden aus dieser Masse allerdings 2 Rouladen backen. Das brauchen wir dann für unsere Schalotte. Wenn das schön verrührt ist, dann geben wir noch die Butter dazu. Die habe ich mal flüssig gemacht und schon wieder erkalten lassen. Sie sollte aber noch flüssig sein. So, das Ganze hier auch noch unter. Und schon ist unsere Biskuitmasse fertig.
einfach unterschlagen. Und da sieht man schon, wenn die Masse zu glänzen beginnt, dann ist es genau richtig. Es fällt nichts zusammen, es ist optimal. Da haben wir uns schon 2 Backbleche vorbereitet. Ein bisschen Backpapier draufgeben und da werden wir jetzt die Hälfte mal auf das erste Backblech verstreichen. Das geben wir uns auch gleich aufs zweite. Es sollten nämlich nicht so dicke Rouladen werden. Eine dicke Roulade ist natürlich toll, wenn man sie als Biskuitroulade verwendet. Aber in unserem Falle sollte sie heute nicht zu dick sein. Den haben wir schön aufgestrichen und den geben wir jetzt ins untere Drittel des Backofens hinein. 200 Grad und ca. 8 Minuten ist es schon fertig. Unser erstes Biskuitblatt ist fertig. Das ist wunderbar. Ganz schön schaumig ist er. Den müssen wir natürlich jetzt stürzen. Und zwar geben wir einmal ein Backpapier darauf. Dann geben wir ein Geschirrtuch drauf. In der Zwischenzeit geben wir unser zweites Biskuitblatt hinein. Wieder unterste Schiene. Zeit natürlich 8 Minuten. Gut. Und jetzt müssen wir den stürzen. Das ist ganz einfach. Schauen, dass das Geschirrtuch ein bisschen überlappt. Dann so auf die Kante einspreizen und schnell umdrehen. Und dann haben wir den heraus. Vorsicht, das ist heiß. Jetzt werden wir gleich das Backpapier abziehen. Ein herrlich duftender, lockerer Biskuit. Der ist ganz locker, wie man sieht. Wunderschön. Den werden wir sofort mit dieser Marmelade bestreichen. Ich nehme einfach eine rote Marmelade. Man kann Erdbeer, Himbeer, einfach eine passende Marmelade. Selbstverständlich aber natürlich auch eine Marillenmarmelade. Schön bis zum Rand hinaus. Gut. Und wir rollen das Ganze jetzt ein. Das darf ruhig ein bisschen straff eingerollt sein. Wunderbar geht das. Und das ist genau die richtige Größe für unsere Schalotte dann. So werden wir das auskühlen lassen. Ich lasse es da mit dem Backpapier ein bisschen ziehen, damit es wirklich eine schöne, runde Roulade ist. Das lassen wir auskühlen. Jetzt machen wir das Ganze bei der zweiten auch so und dann machen wir unsere Fülle. Bis unsere Biskuitroulade jetzt ausgekühlt ist, dass man sie dann schön schneiden kann, werden wir uns die Fülle zubereiten. Da geben wir mal die eingeweichte Gelatine in einen Topf mit ein bisschen Zitronensaft dazu. Und so werden wir uns das einmal erwärmen. Schalten wir gleich ein. Vorsicht, dass die Gelatine nicht zu kochen beginnt. Sie sollte einfach nur erhitzt werden, bis sie flüssig ist und dann ist schon fertig. Für unsere Fülle, da machen wir ein Topfenmus. Das machen wir ganz einfach. Topfen in eine Schüssel geben oder Quark natürlich. In Deutschland ist das der Quark. Ich habe da heute einen 40-prozentigen Topfen genommen. Unsere Kaffeemaschine verabschiedet sich gerade. Kaffeepause ist beendet. Also das ist ein 40-prozentiger Topfen. Dann geben wir ein kleines bisschen Joghurt dazu. Das Ganze verrühren wir mal zuerst. Und unsere Gelatine immer ein bisschen im Auge behalten.
einfach glatt rühren. Dann ein bisschen Staubzucker dazu. Ein bisschen Vanillepaste. Hoppala, die ist schon wieder beim Ausgehen. Das war's. Dann geben wir halt noch ein bisschen Vanillezucker dazu. Und da fest aufpassen, dass sie wirklich nur flüssig wird. Den Zucker rühren wir mal in diese Topfen-Joghurtmasse ein. Dann geben wir, also das ist flüssig, einen Löffel von unserer Topfencreme da hinein, zur Gelatine. Das rühren wir glatt, das heißt man angleichen. Wenn man jetzt die Gelatine nämlich in die Topfenmasse hineingibt, dann bekommt man keine Klümpchen. Aber die routinierten Bäckerinnen unter euch, die wissen das ja eh schon, dass man dann eine schöne glatte Masse kriegt. Einrühren. Schauen, dass man wirklich immer alles herausstreicht mit dem Gummimambo. Ganz einfach einrühren. Jetzt wird es ein bisschen flüssiger. Dann habe ich mir schon Schlagsahne gemacht. Die Sahne habe ich mir schon steif geschlagen. Die heben wir jetzt da einfach so in 2-3 Schritten unter unsere Topfenmasse. Vorsichtig unterheben, damit wir dann richtig eine schöne, luftige Mousse haben. Für unsere Schalotte braucht man natürlich eine Schüssel. Am besten ist es so eine schöne Kuppelschüssel. Eine Schalotte ist ja eine Kuppeltorte. Da geben wir uns jetzt eine Frischhaltefolie hinein. Und da gibt es einen Trick, damit es schön hält. Und zwar kalt ausschwemmen die Schüssel. Dann braucht man Frischhaltefolie. Diese Folie müssen wir uns auch ein bisschen nass machen. Einfach nur mit kaltem Wasser ein bisschen abschwemmen. Dann ein bisschen das Wasser wieder ein bisschen wegschütteln. Und jetzt geben wir mal das da so drauf. Dann nimmt man sich einen frischen, feuchten Fetzen. Tuch. Das muss ich noch fetzen. Oh mein Gott. Dann nimmt Entschuldige. Dann nimmt man sich ein feuchtes Tuch, natürlich ein frisches, sauberes, und drückt diese Frischhaltefolie so an den Rand der Schüssel. Das geht so am einfachsten und dann hat man es am schönsten eigentlich. Schauen, dass man nicht so viel Wasser drin hat natürlich. Da brauchen wir noch ein bisschen Folie. Unsere Schüssel ist jetzt schön ausgekleidet. Das ist optimal. Das geben wir uns auf die Seite, bis wir es wieder brauchen. Und jetzt schauen wir mal zu unseren Rouladen. Die sind schon ausgekühlt. Schauen, dass die Naht unten ist beim Schneiden. So circa 1 cm dicke Stücke herunterschneiden. Am besten geht es mit einem Zackenmesser und schauen, dass man sie wirklich schön gleichmäßig hat. Das machen wir jetzt einmal bei beiden Rouladen und dann werden wir das in die Schüssel schön hineinlegen. Am besten ist, man fängt in der Mitte einfach von der Schüssel einmal an.
Und jetzt legen wir das Ganze eng, ein bisschen eng zusammendrücken und schauen, dass sie immer schön rund bleibt, die Roulade. So einfach die ganze Schüssel jetzt auslegen damit. Die Schüssel ist jetzt ausgelegt, wie man sieht, und da geben wir jetzt unsere Creme hinein, dieses Topfenmus. Wunderbar. Und unter dieses Topfenmus werden wir ein paar Beeren heben. Dann schaut das ganz nett aus, wenn man das Ganze dann anschneidet. Da gehen wir einfach da drauf und nur mit einem Löffel leicht unterheben. Das schaut dann total super schön aus. Hoppala, da haben wir noch ein Blatt dabei. Es ist schon eine tolle Torte dann. Das Ganze werden wir jetzt dann mit der restlichen Roulade noch verschließen praktisch. Dann geben wir eine Folie drauf und das Ganze kommt einmal für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Noch besser wäre es, wenn man es über Nacht in den Kühlschrank geben kann. Das Ganze noch einmal mit Frischhaltefolie abdecken und jetzt ein bisschen zurechtdrücken. Das geht ganz gut mit der Folie drauf. Und am besten wäre es, wenn man jetzt einen Teller oder ein Brett drauflegt, in dieser Größe, ein bisschen zum Beschweren, und so geben wir das in den Kühlschrank. Das geht nicht, ich muss mal was Größeres haben. Ja, und wenn das durchgekühlt ist, dann machen wir wieder weiter. Unsere Schalotte ist jetzt fest geworden. Die Creme ist fest. Und jetzt werden wir das Ganze mal stürzen. Nehmen wir die Folie ab. Und ich habe da so einen Tortenkarton, den gebe ich ganz gern da drauf. Und mit Hilfe einer Tortenplatte werden wir das Ganze stürzen. Einfach ein bisschen vorsichtig. Und zack. Das ist immer also ein bisschen ein komischer Moment, wo man sowas macht. Wunderbar. Und sogar die Folie ist im Topf drinnen geblieben. Das ist herrlich fest geworden. Da kann man es ein bisschen testen. So schaut es schon mal super aus, oder? Jetzt werden wir dem Ganzen noch ein bisschen einen Glanz verleihen. Und zwar habe ich mir da ein Tortengelee schon vorbereitet. Einfach klar, kein rotes, sondern ein klares. Einfach laut Packungsanleitung machen. Leicht überkühlen lassen und dann mit einem Pinsel auftragen. Die schaut wunderbar aus. Also jetzt werden wir das einmal da drüber geben. Dann glänzt das Ganze und trocknet natürlich auch nicht aus. Ja, meine Lieben, vielleicht würde euch dieser Muttertagskuchen, unsere Schalotte, gefallen, dann probiert es aus, macht es noch. Das ist wirklich keine Hexerei. Ich wünsche euch allen einen schönen Muttertag, genießt den Tag und bis zum nächsten Mal.